Und jetzt starten wir, wie ich finde, mit einem sehr, sehr spannenden Thema rein, was wir so bisher auf der LeadCon noch gar nicht beleuchtet haben. Und der Speaker, der das Thema uns mitbringt, kommt mitten aus der Branche. Das kann man schon sagen, hat selber Studio- und Veranstaltungstechnik sozusagen viele Jahre geatmet, war viele Jahre im Marketing und Vertrieb für Shure aktiv, ist selber auch Musiker, Sänger und Gitarrist. Das konnte ich im Vorgespräch auch sehen. Da hängt nämlich seine komplette Gitarrensammlung im Hintergrund. Das war nochmal ein schöner Icebreaker. Und mittlerweile ist er selber als selbstständiger Berater und Business Coach unterwegs und hat sich dem Thema authentischer Verkauf verschrieben. Adressiert damit sowohl Technikerinnen und Techniker in der Branche, aber natürlich auch Vertriebsprofis jetzt hier bei uns auf der Bühne. Also er wird in seiner Keynote nochmal darlegen, wie authentisches, wirksames und auch menschliches Verkaufen funktioniert. Bitte begrüßt hier bei uns auf der Bühne den Veränderungsgestalter, finde ich eine schöne Bezeichnung. Hier ist Nick Gleditsch. Hallo Basti. Ich habe gesagt, du bist in der Branche zu Hause. Ja. Das heißt, ich kann mir vorstellen, als du gestern angekommen bist, auch viele Gespräche geführt. Ja, klar. Dauert dann ein bisschen, bis man auch so durch eine Halle durch ist, oder? Das ist immer das Problem, in Anführungsstrichen, aber es ist auch das schöne Erlebnis. Man läuft durch, man trifft die Menschen, die man schon lange kennt, quatscht, unterhält sich. Man lernt auch neue Leute ganz schnell kennen. Die Verbindung ist schnell da, weil man einfach ja, diese Philosophie und dieses ganze Thema hier, das einfach lebt und atmet. Ja. Jetzt bringst du uns ja, wie ich eben gesagt habe, ein besonderes Thema hier mit auf die Bühne, was so noch nicht beleuchtet wurde, was extrem wichtig ist. Ja. Wann hast du denn selber so deine Leidenschaft, deine Faszination für das Verkaufen entdeckt? Bei mir ging es schon los in meiner Ausbildung. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, und habe schon dort Kundenberatung machen dürfen, sowohl Endkunden als auch B2B-Handel, B2B-Kunden, und habe damals schon entdeckt, wie spannend das ist, Menschen zu beraten, Menschen Dinge zu verkaufen. Und habe das quasi mein komplettes Berufsleben immer weiter verfeinert, immer weiter beleuchtet. Und es kommt eigentlich immer auf das gleiche Thema, auf die Kernessenz zurück, und über die spreche ich heute. Wann war dann dieser Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich auch mich komplett mit meiner kompletten Energie diesem Thema widmen, als dann Berater und Business Coach? Ja, das war dann der Wunsch zu sagen, ich möchte das außerhalb eines Unternehmens nur leben. Ich möchte Menschen helfen, sich weiterzuentwickeln. Ich möchte Unternehmen helfen, sich weiterzuentwickeln, sich zu professionalisieren, das Thema auch besser zu verstehen. Wie vermarkte ich mich, wie verkaufe ich, wie vertreibe ich meine Produkte. Das, wie gesagt, als dann das kam, diese Unterstützung, anderen Menschen zu helfen, das war so der Antrieb daraus. Ja, und die Quintessenz, die dürfen wir jetzt hier auf der Bühne erleben. Schön, dass du da bist. Danke. Ich werde mich interessiert ins Publikum setzen und dann dem auch folgen, nachher nochmal mit dazukommen. Fragen sind ja auch gern gesehen. Ne? Jederzeit, genau, jederzeit Fragen stellen, ja. Wir haben dann ein Handmikro am Start und können rumkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, also herzliches Dankeschön fürs Kommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte sprechen über das Thema Verkaufen, ohne sich wie ein Verkäufer zu fühlen. Die meisten von hier, die da sind, haben bestimmt Kundenkontakt, sind Berater in irgendeiner Art und Weise. Hebt mal die Hände, wer hat Kundenkontakt regelmäßig und wer verkauft Produkte aktiv regelmäßig? Ja, genau. So, dann kennt ihr bestimmte Situationen, ihr habt eine Kundenberatung, ihr habt ein Gespräch geführt, alle Zahlen, Daten, Fakten richtig vorbereitet, der Preis passt, die Informationen passen, und am Ende kommt die Aussage, vielen Dank, wir melden uns. Wer kann das übersetzen, was das auf Deutsch bedeutet? Vielen Dank, wir melden uns. Das heißt, danke, nein, danke. Ja, das ist der sogenannte Mute-Button vielleicht auch für denjenigen. Das bedeutet, Abschluss nicht gemacht. Und woran liegt es? In der Regel liegt es daran, dass ich zwar die Zahlen, Daten, Fakten, das Produkt richtig vorgestellt habe, aber nicht die Verbindung zu dem Gegenüber hergestellt habe, nicht die Verbindung zu dem Menschen hergestellt habe. Wie wichtig das ist, das zeige ich euch anhand einer Studie, die Anfang des Jahres durchgeführt worden ist von der DAT, Deutsche Automobiltreuhand. Die hat gefragt, warum sich Kunden für einen bestimmten freien Händler entschieden haben. Könnt ihr euch vorstellen, was so der Hauptgrund ist, warum sich ein Kunde für einen freien Händler entscheidet und dort 13.500 € im Schnitt für ein Auto ausgibt? Ja, es sind nicht, verrate euch gleich, es sind nicht die Klassiker wie Empfehlung eines anderen oder es sind nicht die Klassiker, das Wunschmodell, sondern das sympathische Personal. Kunden entscheiden sich für einen Händler aufgrund des sympathischen Personals. Und an zweiter Stelle aufgrund der guten Beratung und Betreuung. Und diese beiden Dinge, die hängen ja miteinander zusammen. Wenn mir jemand sympathisch ist, dann bewerte ich ihn noch besser. Beziehungsweise, wenn mich jemand gut berät, dann ist er mir auch sympathisch.
Erst später folgen so Dinge wie gute Lage zum Wohnort, attraktives Sortiment und so weiter und so fort. Aber ganz wichtig nochmal, es geht um die menschliche Beziehung und die Verbindung, die ich als Verkäufer, als Berater zu dem Kunden aufbaue. Das führt mich zur Frage, wisst ihr, wie denn Kaufentscheidungen getroffen werden? Ja, auf der einen Seite emotional oder auf der anderen Seite sachlich. Was glaubt ihr denn, wie ist dann die Verteilung? Werden die hauptsächlich emotional oder aus rationellen, sachlichen Gründen getroffen? Macht mal eine Schätzung. Emotionale Kaufentscheidung, wie viel Prozent? 70? Höre ich da? Seid ihr da d'accord? Mehr oder weniger? Mehr, weniger? Gebt mal Handzeichen. Mehr? Tatsächlich sind es im Durchschnitt 90, also je nachdem, was man es betrachtet. Und selbst im B2B, und wir sind ja hier im B2B-Geschäft, sind es um die 70%. Ja, gar nicht schlecht. Also selbst im B2B-Geschäft, wo viele Leute eigentlich argumentieren, es müsste doch ums Produkt gehen. Es müsste doch um die Ausstattungsdetails gehen. Was kann das Produkt? Was kann das alles? Wie gut ist es? Passt der Preis? Immer diese Preisdiskussion, ja. Ich habe den Auftrag nicht bekommen wegen des Preises, ist häufig nicht der Grund. Es ist eine Emotion, die ich als Verkäufer, als Berater nicht richtig angesprochen habe. Warum ist das so? Warum treffen Menschen emotionale Kaufentscheidungen? Hier die Hauptgründe dafür. Das erste ist eine schnelle Entscheidungsfindung. Und das hat mit der Evolutionsbiologie zu tun. Ja, wir treffen schnelle Entscheidungen, weil wir gar nicht die Zeit haben und die Energie verschwenden wollen, lange Entscheidungen alle aufzudröseln und uns darüber Gedanken zu machen. Dann der Einfluss des sogenannten limbischen Systems. Ja, ihr wisst ja alle, wir haben unser Großhirn, mit dem wir denken, unser Hauptprozessor, wo wir unsere rationalen Entscheidungen treffen. Aber wir haben unser limbisches System, was viel älter ist evolutionstechnisch. Und das ist viel, viel schneller in der Reaktion als unser denkendes Hirn. Das heißt, wenn wir etwas sehen, wenn wir von etwas überzeugt sind oder uns was gefällt und wir eine Entscheidung treffen, das zu kaufen, ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen und dann fangen wir an, darüber nachzudenken. Das sind dann solche Dinge, wenn man sich was kauft und später sich selbst rechtfertigt, warum man das gekauft hat. Ja, ich habe das jetzt gebraucht, weil... Oder der Partnerin gegenüber das erklärt, ich habe das unbedingt gebraucht, weil das Alte ist zu alt und das neue Produkt ist einfach viel, viel besser. Das alles, diese rationalen Entscheidungen sind alle zweitrangig. Das limbische System hat entschieden. Und der dritte Grund ist, wenn wir etwas sehen, was zu uns passt, zu den eigenen Werten, zur eigenen Identität und uns das gefällt, dann treffen wir die Entscheidung und kaufen das. Also im Grunde genommen geht es darum, wir müssen das Gefühl und die Begründung liefern als Verkäufer. Dann bekommen wir statt einem wir melden uns ein, wann starten wir? Ja, ganz wichtig. Es gibt einen Herrn, den Herrn Robert Cialdini, ein Psychologe und Autor, und der hat sich das mal angeschaut, wie wir denn so ticken. Der hat ein Buch geschrieben, kann ich jedem nur empfehlen. Buchtipp an der Stelle, die Psychologie des Überzeugens. Er hat sich angeschaut, basierend auf rund 20.000 Entscheidungen, die wir am Tag treffen. Und das ist tatsächlich so, wir treffen 20.000 Entscheidungen am Tag. Das fängt schon an morgens, wenn der Wecker klingelt, drücke ich auf die Snooze-Taste oder schlafe ich weiter. Das ist schon die erste Entscheidung. Und so sind es viele, viele, viele am Tag. Und Robert Cialdini hat sich angeschaut, wie wir Entscheidungen treffen im täglichen Leben und was das alles beeinflusst. Vor allem die unbewussten Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Ja, ich nehme mal das Beispiel Autofahren. Wenn du das erste Mal im Auto sitzt, in der Fahrschule, wer erinnert sich noch daran? Das ist ein Weilchen her vielleicht bei dem einen oder anderen, bei mir ja auch. Aber das erste Mal Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, Schulterblick, Blinker setzen und so weiter, alles was da dazugehört, ist ganz schön anstrengend, das machen wir alles bewusst. Nach ein paar Jahren denken wir nicht mehr drüber nach und inzwischen fahre ich oft Auto und denke nach einer halben Stunde, was habe ich die letzte halbe Stunde eigentlich gemacht? Ich weiß gar nicht, wie die Autobahn ausgesehen hat oder in welchen Autos ich vorbeigefahren bin. Das läuft automatisch ab. So wie bei vielen von euch auch. Und so laufen viele, viele Dinge im täglichen Leben unbewusst ab. Und das hat sich Robert Cialdini angeschaut und davon 6 Prinzipien abgeleitet. Und ich will jetzt erstmal nur auf 3 eingehen heute, weil das für mich die relevantesten sind. Das erste ist das Prinzip der Sympathie, sprich die Kraft der Anziehung. Wenn ein Mensch, und das habe ich gerade am Beispiel dieser Studie der DAT gezeigt, wenn mir ein Mensch sympathisch ist, dann vertraue ich dem auch und dann funktioniert es auch mit einem Verkaufsgespräch. Ja? Das zweite Prinzip ist das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Ihr seht hier 2 Eisdielen, links eine Eisdiele voll mit Menschen, rechts ein einzelner Herr davor. Wenn ich euch jetzt frage, was glaubt ihr denn, in welcher Eisdiele, und ihr kennt die Eisdiele nicht, ja, ist in einer fremden Stadt, was glaubt ihr denn, in welcher Eisdiele schmeckt das Eis besser? Ja, ist völlig klar, die meisten werden sagen hier. Das ist das Thema
Auch hier das beliebteste Produkt, das meistverkaufte Produkt und so weiter und so fort. Das ist das Prinzip der sozialen Bewertung, dem wir alle folgen. Wenn Sie ein Produkt gut verkauft, dann muss es gut sein, dann kaufe ich es auch. Und da gibt es noch ein drittes Prinzip aus den 6, das ich hier erwähnen will. Das ist das Prinzip der Konsistenz. Ja, wenn wir Menschen in der Regel einmal uns dazu entschieden haben, einen Weg zu gehen, ein kleines Ja zu etwas zu sagen, dann tendieren wir dazu, oder wir machen das auch, diesen Weg weiterzugehen. Auch wenn er manchmal schmerzhaft ist oder schwierig ist oder vielleicht auch gar keinen Sinn macht, wenn man rational darüber nachdenkt, da sind wir wieder bei dem rationalen Thema, ich folge diesem Weg immer weiter. Das ist ganz wichtig zu wissen im Verkaufs- und Beratungsgespräch, anzufangen mit einem kleinen Ja von Anfang an. Also wenn ich Fragen stelle in einem Verkaufsgespräch, von Anfang an schauen, dass ich möglichst immer ein Ja bekomme. Wenn man darüber nachdenkt und sich mal bewusst macht, wie man häufig im Einzelhandel begrüßt wird, wenn man einen Laden betritt, dann wisst ihr schon, dass dort meistens der große Fehler schon passiert. Weil in der Regel, wenn man dort reinläuft, kommt die Frage des Verkäufers, hallo, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Was antworten die meisten von euch? Mache ich auch. Machen wirklich die meisten, sagen erstmal, nein, danke, ich schaue mich um. Ja, aus welchem Grund? Da spricht ein wildfremder Mensch mich an und will mir helfen, den kenne ich gar nicht, dem traue ich nicht, das möchte ich nicht. Und der Verkäufer hat hier schon den Fehler gemacht, der hat das erste Nein des Kunden schon abgeholt. Ja, ganz spannend. Wenn ich diese 3 der 6 Prinzipien, die es gibt, mal aufbaue, einen Verkaufsprozess, ja, wie der abläuft normalerweise, geht es um positive Beziehungen aufzubauen, Unsicherheiten reduzieren und zum Handeln motivieren, das ist wie gesagt so der Verkaufsprozess, dann kann ich die hier einordnen. Als erstes geht es darum, Sympathie aufzubauen, das ist das elementare Thema. Als zweites geht es darum, soziale Bewährtheit im Verkaufsprozess aufzubringen, wie gesagt, das beste Produkt, das meistverkaufte Produkt. Und im dritten dann, das spricht eigentlich den ganzen Verkaufsprozess an, in der Konsistenz dann umzusetzen. Ja. Das ist das eine Element, wie ich das machen kann. Jetzt ist aber wichtig, und das ist ja der Knackpunkt, wie baue ich denn Sympathie auf? Wie mache ich dann das? Und in der Regel machen wir das mit Menschenkenntnis. Ja, man trifft jemanden, sieht ihn zum ersten Mal und hat so ein Bauchgefühl. Ja, die Person tickt so oder so, den packe ich in die und die Schublade. Und was glaubt ihr denn, wie lange dauert es denn, bis wir, wenn wir einen fremden Menschen treffen, bis wir ihn in eine Schublade stecken und beurteilen und bewerten? Wie lange dauert das? Ja, 5 bis 7 Sekunden, genau. So. Das heißt, innerhalb von wenigen Sekunden, jetzt dreh das mal um, jemand lernt dich neu kennen und du bist vielleicht der Verkäufer, der Gegenüber besteckt dich in eine Schublade nach wenigen Sekunden. Und jetzt musst du dir mal überlegen, du bist ja nicht immer gut drauf. Du hast vielleicht einen schlechten Tag gehabt, bist spät aufgestanden, hast Stress zu Hause gehabt, weil die Kinder nicht in die Kita wollten oder. Irgendwas war los, du bist nicht gut drauf. Und in dieser schlechten Stimmung lernt dich dein Kunde kennen. Was denkt er denn von dir? Was ist denn das für einer? Der ist so mürrisch, der ist so unfreundlich. Verkaufsgespräch, lass es bleiben. Ja, und für dich genauso. Du lernst jemanden kennen, lernst vielleicht auf dem falschen Fuß kennen, schätzt ihn falsch ein und sprichst dich im ganzen Verkaufsgespräch komplett falsch an. Problem. Das heißt, idealerweise wäre es doch gut, ich hätte irgendeine Methode, irgendein Modell, wie ich das Thema Menschenkenntnis strukturiert angehen kann, um eben effektiver kommunizieren zu können, sicherer zu werden im Umgang mit schwierigen Menschen. Den Begriff kennt ihr, oder? Ich schreibe den bewusst in Anführungsstrichen. In meinen Augen gibt es keine schwierigen Menschen, es gibt nur Menschen, die inkompatibel sind. Es gibt Menschen, die sich vielleicht nicht verstehen, weil selbst jemand, den du als schwierig bezeichnest, der hat Freunde, Familie und andere Menschen, die mit ihm was zu tun haben wollen. Also, tut mir einen Gefallen, streicht das Wort schwierige Menschen und sagt einfach, das ist jemand, mit dem komme ich nicht klar. Ja, das wäre viel fairer, demjenigen gegenüber. Es geht darum, schneller Vertrauen zu erzeugen und zu gewinnen und vor allem im Endeffekt Kunden zu überzeugen. Dafür gehört es aber auch dazu, und das ist ganz wichtig, sich selber zu kennen, seine eigenen Schwächen kompensieren zu können und die Stärken auszubauen. Dafür muss ich selber mich auch in diesem Modell einsortieren, das gehört dazu. Und dieses Modell, vielleicht haben es einige von euch schon gehört, ist eins der Modelle, das es gibt. Das ist ein Disk-Modell, das 4-Farb-Modell. Es gibt auch so ein Insights-Modell, das wird nach Tieren sortiert, unterschiedlich. Das will ich kurz mal durchgehen und euch helfen, wie das funktioniert. Ich schaue mir 2 Achsen an. Zuerst schaue ich mir an den Gegenüber, und das erkenne ich sehr, sehr schnell. Ist ein Mensch introvertiert oder ist er extrovertiert? Ja, ist er offen, ist er verschlossen? Schaut er mich an, geht er auf mich zu, spricht er viel, spricht er wenig? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das relativ schnell herauszubekommen oder herauszufinden auf den ersten oder zweiten Blick oder die ersten paar Sätze, die ich mit jemandem spreche.
Und das zweite ist jemand rational oder emotional? Auch das sehr, sehr einfach herauszubekommen. Ja, wenn jemand spricht, spricht er viel über Tatsachen, über Dinge, über Fakten oder spricht er viel über Gefühle, das sieht schön aus, das sieht toll aus, das fühlt sich gut an. Die Wortwahl, die jemand trifft, erkenne ich nach wenigen Sätzen, ob jemand eher rational oder emotional tickt. Und dieses Modell packt eben in diese 4 Dimensionen 4 Menschentypen ein. Dabei möchte ich gleich sagen, es gibt nicht nur den einen Typ, der eine Farbe hat, sondern es ist immer ein Mix. Jeder Mensch trägt verschiedene Ausprägungen in sich. Aber es gibt immer eine dominante Ausprägung, die im Endeffekt entscheidend ist. Fangen wir bei dem blauen Typ an. Das G in dem Disk. Das ist der gewissenhafte Mensch. Sehr detailorientiert, kritisch, strukturiert, analytisch und anspruchsvoll. Für den muss alles logisch sein. Ja, findet man häufig hier in der Branche. Ja, das ist ganz typisch. Das sind häufig Techniker, das sind Leute, die sich für technische Details interessieren, sehr anspruchsvolles Denken haben. Für die muss alles passen, für die muss alles logisch sein. Ich nehme mal gerne das Beispiel einer Party, um diese Menschen ein bisschen genauer zu beschreiben. Stellt euch vor, es gibt eine Party, die Gäste werden geladen um 20 Uhr und alle sollen bitte pünktlich erscheinen, weil da findet auch eine Eröffnungsrede statt. Dieser blaue Mensch, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er erst gar nicht auf der Party erscheint. Was der nämlich nicht mag, ist viel Menschenkontakt. Was der nicht viel mag, ist Geplapper und einfach so ein Gequatsche ohne irgendein Ziel, ohne irgendeinen tieferen Hintergrund. Also es kann gut sein, der Blaue, der kommt gar nicht. Ja? Wenn er kommt, wenn er sich dazu entscheidet, wenn er einen guten Grund hat, dann kommt er auf jeden Fall pünktlich, eher 15 Minuten früher. Das ist derjenige, der im Eck an der Bar sitzt und sich höchstens mit 1, 2 Menschen an dem Abend unterhält, aber dann tiefsinnig über ein Thema in die Tiefe geht. Und keine Gespräche über das letzte Wochenende führt oder wie es der Katze zu Hause geht. Oder wie schön es sich anfühlt, mal wieder in Urlaub zu fahren. Das macht er nicht. Kann auch sein, dass der am Grill steht und den ganzen Tag nur das Fleisch spendet, weil er muss mit niemandem quatschen. Kann auch vorkommen. So, dann haben wir den roten Typ. Die dominanten Menschen. Zielstrebig fordernd, sehr pragmatisch, Risikobereich beherrschend, aber auch sehr sachorientiert. Also auch rationale Menschen wie der blaue, aber eben dominant. Bei diesen Menschen ist der Antreiber der Erfolg. Die müssen immer irgendwas aus irgendetwas ziehen. Wenn sie irgendwo hinziehen, wenn sie irgendwas machen, müssen sie irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Ja, jetzt nehme ich wieder die Party als Beispiel. Diese rote Person kommt nur dann auf die Party, wenn sie was davon hat. Als Beispiel, er macht zu Hause seinen Garten, eine Neugestaltung und er weiß, er ist ein Landschaftsgärtner vor Ort, der ihm beim Problem helfen kann. Dann kommt er auf die Party. Man kommt auf die Party, ob die um 8 startet oder nicht, ist ihm völlig egal. Er möchte dort möglichst wenig Zeit verbringen. Wenn er weiß, der Landschaftsgärtner kommt erst um 9, dann kommt er auch um 9. Er geht zielgerichtet auf die Party, geht zum Landschaftsgärtner, holt sich die Lösung seines Problems ab, schaut sich um, ob es noch irgendwas gibt, das ihm was bringt und wenn nicht, geht er wieder nach Hause. Das war's. Die grünen Menschen, ja, die stetigen, beständigen, loyalen Menschen, das sind die Harmoniemenschen, sehr mitfühlend, sehr sicherheitsorientiert. Das sind die, die nicht Nein sagen können. Deren Antreiber ist die Harmonie. So, in den meisten Büros, die ich kenne, gibt es die eine gute Seele, die dafür sorgt, dass Kaffee da ist, dass Trinken da ist, dass das Wasser da ist, dass es allen gut geht, dass jeder gesund ist. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, weiß man genau, an die Person kann man sich wenden. Die hat immer eine Schmerztablette dabei, das sind die Grünen. Am Beispiel der Party. 20 Uhr fängt die Party an, die sind schon um 19 Uhr da. Und auf der Einladung stand, für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt. Was macht die Person? Die bringt noch Kuchen mit, Salate mit und alles, was man sonst so braucht. Und im schlimmsten Fall fährt es am Ende auch noch alle Betrunkenen nach Hause, auch wenn es ein Riesenumweg für sie ist. Das sind die Grünen. Bei den Grünen ganz spannend, wenn ihr so einen Kunden habt oder eine Kundin habt, das sind diejenigen auch, die sich nicht entscheiden können. Ja, da habe ich ein Beispiel. Ich habe einmal ein Führungskräfteseminar geführt und tatsächlich auch von einem Aussteller hier in der Halle. Und da habe ich das mit den Grünen erwähnt, dass sie nicht entscheiden können. Da kam so ein Lachen aus dem Publikum. Dann habe ich gefragt, warum lachst du denn? Und das war so eine stark grüne Persönlichkeit. Sagt ja, das mit dem nicht entscheiden, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich habe da ein Beispiel. Und da sage ich, ja, erzähl doch mal. Sagte sie, ja, ich musste vor kurzem mir einen neuen Zahnputzbecher kaufen. Bin ich in den Laden rein und dort standen 2 Zahnputzbecher. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also bin ich wieder nach Hause gegangen ohne Zahnputzbecher. Und das fand ich ein wahnsinnig tolles Beispiel, weil wir reden hier von einem Zahnputzbecher. Ja? Wir reden nicht von einem Auto, wie vorhin erwähnt, wir reden nicht von irgendwas Großem, sondern von so einer Kleinigkeit wie einem Zahnputzbecher. Also wenn ihr so Menschen kennt, die sich nicht entscheiden können, die nicht Nein sagen können, tendenziell eben diese grünen Menschen. Und das Letzte ist der gelbe Mensch. Die kennt ihr auch alle. Das sind so gerne auch die klassischen Verkäufer, sehr kontaktfreudig, enthusiastisch, sprunghaft, flexibel. Ja? Die sind immer gut drauf. Die haben immer gute Stimmung und die mögen auch keine schlechte Stimmung.
Also wenn du so einen gelben triffst und du bist irgendwie nicht gut drauf, dann wendet er sich sehr, sehr schnell ab von dir. Oder wenn du mit dem Gelben in Konflikt gehst, wenn du merkst, du hast da einen Streit gehabt mit der gelben Person, die geht da sehr, sehr schnell wieder raus und möchte dann auch nicht mehr darüber sprechen. Die sagt, ach komm, lass es alles wieder gut, wir sind Best Buddies, alles in Ordnung. Ja? Der Antreiber dieser Person ist der Spaß. Nochmal das Beispiel Party, um 20 Uhr ist geladen, wann kommt diese Person? 21 Uhr, 27 Uhr oder sonst irgendwann, wann ihr Lust und Laune danach steht. Und die kommt rein und begrüßt alle erstmal mit Umarmung und Handschlag und sonst wie, selbst die Leute, die sie nicht kennt. Das sind die Leute, die auf der Toilette verschwinden und 10 Minuten später mit 3 neuen Best Buddies zurückkommen und Party machen und auf den Tischen tanzen. Und sich mit jedem unterhalten. Ja? Schön und gut, aber wie könnt ihr das jetzt im Verkauf anwenden? Ja, gibt es ein paar Methoden, das relativ einfach zu machen. Also wenn ich so einen blauen Typ habe, den ersten, den ich euch gerade gezeigt habe, diesen faktischen Menschen, da ist das Motto, zeig mir die Fakten, dann entscheide ich. Diese Person liebt Daten, Beweise und Analysen und entscheidet sehr langsam mit 100%iger Sicherheit. Also wenn du so einen Kunden hast, musst du gut vorbereitet sein. Das ist einer, der die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er dein Produkt besser kennt als du selbst. Stiftung Warentesttyp sagt man auch dazu. Er liest alle Testberichte, alle Tests, alles, was es dazu gibt und probiert alles aus. Es kann auch sein, dass es derjenige, der, wenn er dein Produkt in die Hand bekommt, dass es auseinanderschraubt und sich drin die Platinen anschaut und wie das Ding denn funktioniert. Verkaufstipp, wenn du so einen Menschen triffst, der sehr faktisch ist, detaillierte Infos, Studien zeigen, alles, was es dazu gibt. Logische Argumentation ohne Emotion. Ohne Emotion heißt, da brauchst du nicht anfangen mit groß blinkende Lichter und alles das Beste und das Tollste und macht am meisten Spaß, mit diesem Produkt zu arbeiten. Das interessiert den überhaupt nicht. Das Ding muss funktionieren, das muss passen. Die Emotion bei dem ist eher die Sicherheit, dass das Ding funktioniert. Der muss sich wohlfühlen. Auch hier wichtig, strukturierte Produktpräsentation mit klaren Belegen. Hier von links nach rechts zu springen und nicht klar einer Struktur zu folgen, ist bei diesem Persönlichkeitstyp ein Problem. Ganz wichtig bei der Person, Zeit zur eigenen Entscheidung geben. Ja, man kennt ja so diesen Klassiker, im Verkaufstraining heißt es oft, wenn du den Kunden am Tisch hast, dann den Abschluss herbeiführen. Den hast du jetzt am Tisch. Wenn die Person zu dir sagt, nein, ich möchte jetzt nicht die Entscheidung treffen, dann lass ihn. Was dort wichtig ist, ist dann zu sagen, okay, ich gebe dir Zeit für deine Entscheidung. Wie lange brauchst du? 3, 4, 5 Tage bis nächsten Freitag. Alles klar, wir machen einen Termin aus. Am Freitag um 15 Uhr rufe ich dich an oder komme ich nochmal vorbei und dann haben wir die Entscheidung. Und dann bist du auch pünktlich um 15 Uhr am Freitag dort, weil wenn du hier zu spät kommst, hast du schon verloren. Wenn du um 15.30 Uhr oder 15.15 Uhr auftauchst, egal aus welchem Grund, hast du bei dem ein Problem. Also dieser Person nicht Druck ausüben, sondern Zeit geben. Dann haben wir den roten. Sag mir, was ich wissen muss, aber mach es schnell. Ja, diese Person will Kontrolle, will eine schnelle Entscheidung und keine Details, denn wie schon erwähnt, die ist sehr erfolgs- und ergebnisorientiert. Also wenn du bei der Person zum Beispiel ein Verkaufsgespräch ansetzt und es ist eine Stunde geplant und du bist nach 40 Minuten fertig, dann hast du hier ein ganz, ganz dicken Stein im Brett. Ja? Großer Vorteil. Direkt, klar und selbstbewusst kommunizieren. Ganz wichtig, wenn so ein Roter dich nicht ernst nimmt, hast du verloren. Ich nehme jetzt diese grüne Persönlichkeit, die so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern vielleicht ist. Wenn ein Roter auf so eine Person trifft als Verkäufer, vergiss es. Der nimmt die nicht ernst. Da kann das Produkt das Beste sein, was du willst, er nimmt dich nicht ernst. Du musst auf einer gewissen, selbstbewussten Ebene mit der Person kommunizieren, aber immer leicht, ich sag mal in diesem Konkurrenzkampf, ja, in diesem Dominanzkampf, immer leicht drunter bleiben, ihm die Entscheidung lassen. Was bedeutet das? Zum Beispiel im Entscheidungsprozess, es gibt nicht das eine richtige Produkt für diesen Roten, sondern es ist immer eine Option, weil die rote Person entscheidet ja, was das Richtige ist. Das kannst ja du als Verkäufer gar nicht beurteilen, was für mich als Roter das beste Produkt ist. Und ich kann das nur schreiben, ich bin selbst eine rote Persönlichkeit. Geht mir genauso. Ich lasse mir nicht gern sagen, dass das genau das Richtige für mich ist, sondern ich möchte das selber entscheiden. Keine langen Erklärungen, es muss schnell gehen. Ja? Faktisch, klar, kurz, präzise, knackig. Ich muss nicht genau wissen, wie viel Watt jetzt genau das Produkt hat oder sonst was. Das muss mir die und die Vorteile bringen und fertig. Und immer die Frage stellen, was bringt ihm das Produkt, was bringt ihm der Service, was bringt ihm die Dienstleistung. So, wie mache ich es beim Grünen? Gib mir Sicherheit, dann entscheide ich, wie hier, Harmonie, Vertrauen, langfristige Beziehung und entscheidet langsam und braucht auf jeden Fall Empfehlungen. Ja, das Thema, das ich vorhin angesprochen habe, das ist hier ein ganz wichtiges. Das sind aber auch die treuesten Kunden. Wenn du die mal überzeugt hast, wenn du so einen Grünen auf der Seite hast, Kunde fürs Leben, forever.
Kauft dir alles ab, egal was. Auch wenn er es nicht wirklich braucht, der Grüne kauft's. Wenn du sagst, hey, ich muss Umsatz machen, komm, kaufst du mir das Ding nicht ab? Ja, mache ich natürlich, das tue ich gerne für dich. Ja? Viel Smalltalk, persönliche Verbindung, ganz, ganz wichtig. Geduldig sein, Vertrauen aufbauen, Sicherheit und Beständigkeit betonen. Ja, das Produkt bietet die beste Sicherheit, die längste Garantiezeit. Das geht dir nie kaputt, wird dir ein Leben lang halten. Diese Kunden kaufen gern Markenprodukte, aber nicht, weil da groß draufsteht, Prada oder sonst was, sondern weil es ein Produkt ist, was eher unauffällig ist und lange hält. Und wie schon erwähnt, die können sich nicht entscheiden. Im Gegensatz zu dem Roten gerade, die Person musst du sprichwörtlich an die Hand nehmen und zur Entscheidung führen. Das ist das richtige Produkt, weil bietet dir die Sicherheit, kaufen viele Menschen, ist das Beste überhaupt für dich. Und dann haben wir noch den Gelben, den musst du begeistern. Ja, das ist immer so die Schwierigkeit, wenn man selber nicht gelb ist, aber spontan sein, emotional sein und Storytelling. Wenn ich irgendeine Story zu dem Produkt habe, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise spannend ist oder bunt ist oder Spaß macht, erzählen. Ja, Spiel, Spaß, Spannung ist bei dem Gelben das Motto. Sprich, Emotionen, Geschichten nutzen, das blinkt am lautesten, der Bass ist am knackigsten, da wackelt die ganze Bude. Ja, solche Worte sind da wichtig. Oder das macht Spaß, die Leute werden abgehen ohne Ende, wenn die Lautsprecher hier pumpen in dem Saal. Eine ganz andere Verkaufsargumentation als beim Blauen, wo du vielleicht gesprochen hast, das Ding hat 2000 Watt und die Sinusleistung oder was auch immer da dazugehört. Interagieren, enthusiastisch sein, ja, gut gelaunt sein, immer lächeln. Wie gesagt, keine schlechte Stimmung verbreiten. Fakten sind völlig unwichtig. Völlig egal. Hier gilt es jetzt, ganz wichtig, hier kommt der Klassiker, Deal abschließen. Wenn du den Gelben aus dem Raum rauslaufen lässt, hast du den Deal wahrscheinlich schon verloren. Ja, wenn du erkennst, da ist jemand dran und der ist on fire, dann sagen, okay, wir machen jetzt das Ding fertig, bleib so lange noch hier, komm, und wir machen das Ganze noch. Wenn ihr das jetzt bedenkt, dann ist dieser Satz, behandle den anderen so, wie du selbst behandeln werden möchtest, eigentlich falsch. Weil wenn du selbst so ein blauer Typ bist, kommst du ja nur mit blauen Menschen zurecht. Wenn dann so ein gelber Spielspaß-Spannung-Kunde vor dir sitzt und du nicht auf diese Spielspaß-Spannung eingehst, sondern bei den Fakten bleibst, verlierst du ihn. Das heißt, eigentlich muss der Spruch lauten, behandle den anderen so, wie er behandelt werden möchte. Nachvollziehbar? Ja? Könnt ihr das nachvollziehen? So im Freundeskreis hat man ja meistens Menschen, die genauso sind wie man selbst. Und das kommt genau aus diesem Grund heraus. Weil meistens die Menschen einem sympathisch sind, die ticken wie einen selber. Dann möchte ich enden mit dieser Slide. Guter Verkauf beginnt mit echtem Interesse am Menschen und nicht am Umsatz. Es geht nicht um die Zahl, es geht nicht um den Verkauf, sondern erstmal darum, die Verbindung mit dem Menschen herzustellen und das auf richtige Art und Weise und möglichst schnell und effizient, um dann eben den Abschluss zu machen. Wer möchte, darf sich gerne hier mit dem QR-Code meine Kontaktdaten abspeichern. Dem schicke ich gerne die Präsentation, dem schicke ich auch gerne so ein paar Checklisten zu dem Thema, wie erkenne ich andere Menschen, völlig unverbindlich, völlig kostenfrei, wie er damit arbeiten kann für sich in seinem täglichen Leben. Und damit sage ich, falls jetzt noch Fragen sind, dann gerne Fragen. Wenn nicht, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit.